Howdy zusammen! Heute zeige ich euch die 3 wichtigsten Punkte, die einen Keramikgrill auszeichnet. Der erste Punkt ist das Keramikmaterial. Der Name sagt es ja schon. Und wir sehen hier gerade auf dem Bild verschiedene Arten und Grössen, Hersteller. Und alle haben etwas Gemeinsames, nämlich das Keramikmaterial. Vergleichbar wie ein Tontopf, wo mit Material, Keramik, brennt wird in einem Ofen und am Schluss eine ganz feste Struktur bekommt. Das Besondere daran ist, dass das Material eben als Isolator wirkt. Leidet also die Hitze viel langsamer als Metall. Und die dicken Wände, wir sehen es bei diesen Grill, die dicken Wände, die speichern die Wärme ganz besonders und hervorragend. Und das bedeutet, dass wir so die Hitze auch gut kontrollieren und steuern können. Das Aufheizen von einem Keramikgrill braucht nicht länger als ein normaler Holzkohlegrill. Es gibt verschiedene Hilfsmittel zum Anzünden. Einerseits mit klassischen Anzündwürfeln oder mit einem Anführrohr, wo man Kohle vorheizen kann. Oder ganz modern mit einem Heissluftföhn, wo es natürlich nur ganz wenige Minuten geht, bis man eine Glut hat. In den meisten Fällen braucht es gar nicht so lange. Aber wenn man zum Beispiel eine Pizza macht, wozu die Keramikgrill sich hervorragend eignet, dann braucht es natürlich schon ein Zeitchen. Denn die Hitze soll im Deckel gespeichert sein. Und bis das so weit ist, geht es durchaus etwa 3/4 Stunde, bis wirklich rundum die Hitze drin ist. Dank dem Keramikmaterial kann man die Temperatur im Grill, und das ist etwas ganz Faszinierendes, hochpräzise regulieren. Und zwar immer dann, wenn der Deckel geschlossen ist. Dann hat man Kontrolle über die Temperatur, und zwar reguliert man die, indem man die Luftzufuhr reguliert. Wir haben einen unteren Lüftungsregler, aber auch einen Abluftregler auf dem Deckel oben. Und über diesen Regler kann man die Abluft kontrollieren, und zwar ganz gross oder im Detail ganz fein. Und dadurch ist jede gewünschte Temperatur irregulierbar und man kann so eine grosse Vielfalt an verschiedenen Gerichten grillieren auf dem Keramikgrill. Durch das, dass man es so präzise regulieren kann, ist es auch möglich, als Vergleich bei 120 Grad im Grill über 20 Stunden mit konstanter Hitze zu fahren. Und somit gibt es eigentlich keine Wünsche offen, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Pulled Pork zu machen oder sonst ein grosses Stück Fleisch auf dem Grill. Ein weiterer ganz grosser Vorteil beim Keramikgrill ist der extrem geringe Holzkohlenverbrauch. Und das überrascht mich jedes Mal, wenn ich wieder einheize, wie wenig Kohle das ein Grill braucht. Also, wir reden hier von ein paar wenigen 100 Gramm pro Stunde im durchschnittlichen Betrieb. Und das ist doch immer wieder überraschend. Das dank der Isolationsfähigkeit vom Material, vom keramischen Material. Und noch etwas kommt dazu. Man kann die Holzkohle, die man nämlich nicht verbraucht hat, nach dem Grillieren wieder brauchen für das nächste Mal grillieren. Wie macht man das? Indem, dass man nachher den Lüftungsschieber oben am Deckel und unten am Grill schliesst und dadurch die Glut erstickt und man das nächste Mal die Glut wieder brauchen kann. So, das wäre es zum Thema Keramikgrill. Bei Fragen füllt den Kommentar aus, abonniert den Kanal, klickt aufs Glöckchen, Thumbs up und dann sehen wir uns in unserem nächsten Video. Ciao zusammen.